Wir sind heute hier im Sprachenzentrum zusammen mit Fadi. Fadi kommt aus dem Libanon, er hat Bauingenieurwesen studiert und er ist vor 2 Jahren für seinen Master an die TUM nach Deutschland gekommen. Als er hier vor 2 Jahren angekommen ist, konnte er noch gar kein Deutsch und jetzt sitzt er hier neben mir und spricht fließend und fast akzentfrei. Schauen wir doch mal, wie er das gemacht hat. Fadi, warum hast du dir Deutschland ausgesucht und warum die TUM? Erst danke für das Interview und danke für die Chance, meine Story zu sagen oder zu erzählen. Erst hat ein Freund von mir über die TU erzählt und hat gesagt, er hat Bachelor hier gemacht. Und dann habe ich über die TU gelesen und mich über die Möglichkeiten informiert. Und dann habe ich gedacht, dass das Programm passt gut zu mir, zu meinen Zielen. Dann habe ich für die TU entschieden. Und jetzt bin ich sehr zufrieden, dass ich diese Entscheidung gemacht habe, weil ich sehr froh mit dem Leben hier bin. Cool, also alles richtig gemacht. Berichte uns doch mal kurz, wie hast du das Deutschprogramm am Sprachenzentrum genutzt? Welche Kurse hast du besucht? So, ich habe mit Kurs A11 im März 2021 angefangen und jetzt habe ich Niveau B22 erreicht. Es war eine Mischung zwischen Kurse im Semester und Blockkurse in der Semesterferien. Und es ist nicht nur Kurse in der Uni, sondern auch muss man außer der Uni üben mit Freunden, mit Mitbewohnern in der Arbeit. Inwieweit haben dir deine Deutschkenntnisse auch in deinem Studentenalltag weitergeholfen? Also Deutsch ist tägliches Teil meines Lebens. Ich nutze Deutsch jeden Tag in der Arbeit, in der Uni mit Freunden. Also für dieses Programm, also Master Bauingenieurwesen hat Kurse oder Vertiefungsrichtungen, die auf Englisch sind und andere, die auf Deutsch sind. Ich habe zum Beispiel im Bauingenieurwesen sind Spezialisierungen wie zum Beispiel Verkehrsplanung, Wasserbau auf Englisch, aber andere wie Massivbau, Holzbau, Bauprozessmanagement oder Projektmanagement auf Deutsch. Und ich konnte zum Beispiel ein Baumodul in Projektmanagement machen und das hat mir später geholfen, einen Job zu finden. Ah ja, cool. Jetzt hast du deinen Job erwähnt. Als was arbeitest du denn und vor allem, wie war dein erstes Vorstellungsgespräch auf Deutsch? So, jetzt arbeite ich als Werkstudent im Bereich Projektmanagement oder Bauprozessmanagement im Bereich Bauwesen. Und war nicht so einfach, einen Job zu finden. Musste ein paar Vorstellungsgespräche machen und mit ein paar meine ich viele Vorstellungsgespräche machen. Am Anfang war es nicht einfach auszudrücken, war nicht einfach diese technische Sache zu beschreiben, aber man sammelt Erfahrung von Interviews oder von Vorstellungsgesprächen und war es immer leichter und leichter. Und als Tipp für die Studenten, also internationale Studenten, die an einen Job auf Deutsch bewerben, nicht aufgeben. Man lernt von den Interviews, die nicht gut laufen. Für deine Vorstellungsgespräche und deinen Job hat dir dabei auch ganz konkret ein Sprachkurs an der TUM weitergeholfen? Ja, das Programm Deutsch für Ingenieure war sehr wichtig. Die Kurse Deutsch für Ingenieure, Deutsch in Unternehmen und interkulturelle Kommunikation haben mir sehr geholfen. Cool. Ja, ich finde, es ist jetzt echt ziemlich beeindruckend, wie gut du Deutsch gelernt hast in so kurzer Zeit. Hast du vielleicht Tipps für andere Studierende, die auch Deutsch lernen möchten? Ja, mein Tipp ist üben, üben und üben. Ich weiß, dass die Sprache eine Herausforderung ist. Niemand hat gesagt, dass es einfach ist, in einem neuen Land zu leben und eine neue Sprache zu lernen. Aber es gibt auch so viele Möglichkeiten, die wir benutzen können. Und ich empfehle an Studenten, alle diese Gelegenheiten benutzen, um die Sprache zu verbessern. Also jetzt mit Sprachenzentrum haben wir eine sehr gute Möglichkeit, die Sprache zu lernen. Ich empfehle an alle Studenten, aktiv im Kurse teilnehmen. Du hast jetzt öfter gesagt, man soll wirklich jede Chance nutzen, um Deutsch zu reden. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Ist es nicht manchmal verlockend, einfach ins Englische zu wechseln? Also ich weiß, dass jetzt wenn ein Masterprogramm auf Englisch ist und alle Studierende Englisch können, es ist nicht leicht, auf Deutsch zu sprechen. Es ist immer einfacher auf Englisch, aber man muss aus der Komfortzone gehen. Und es ist nicht so weit außerhalb der Komfortzone sein, aber kann man
am Grenze bleiben und so kann man wirklich lernen. Also ja, ist okay, wenn wir Fehler machen und es ist auch in Ordnung, wenn wir switchen oder wechseln zu Englisch, wenn diese Konversation schwierig ist, aber am wichtigsten zu versuchen zu sprechen. Ja, und zum Abschluss, was ist denn dein Fazit nach 2 Jahren in Deutschland? Hast du vielleicht noch eine Take-Home-Message für uns? Ja, also erste Take-Home-Message wäre, glaub an euch. Ich weiß, dass die Aufgabe nicht einfach ist. Und ich glaube, dass ihr so viel Potenzial habt. Glaub an euch und gebt nicht auf und sie können das erreichen. Und zweiter Tipp ist, lernen mit Lieben. So, wenn man die Sprache, also unsere Ideen machen unser Leben und wenn man die Sprache als Problem sieht, dann wäre es schwieriger. Aber wenn man liebt die Sprache und lernt das mit Motivation und mit als Leidenschaft, dann wäre es immer einfacher und leichter für uns. Und ich muss auch sagen, dass ich bin sehr dankbar beim Station Sprachenzentrum und alle die Lehrerinnen und Lehrer, die mir geholfen haben, um dieses Niveau zu erreichen. Sie unterrichten mit Liebe und so habe ich auch gefühlt. Und ich weiß, dass du studierst auch hier und hast du auch Kurse am Sprachenzentrum gemacht? Ja, tatsächlich. Ich habe auch schon Sprachenkurse hier belegt. Also ich habe Spanisch gelernt über 2 Semester und jetzt nach dem Interview muss ich tatsächlich überlegen, ob ich das nicht wieder anfange, glaube ich. Tatsächlich ist es nämlich so, dass es hier am Sprachenzentrum insgesamt 18 Sprachen zu lernen gibt. Ja, tatsächlich hat sogar unsere Kamerafrau, die Rita, auch schon Sprachkurse am TUM Sprachenzentrum belegt. Rita, erzähl uns doch auch noch kurz, was du für Sprachkurse gemacht hast hier. Also ich habe hier im Sprachzentrum Spanischkurse belegt, vom A1 bis zum B2-Niveau. Ich bin eigentlich keine TU-Studentin, sondern ich studiere an der HFF, die Hochschule für Fernsehen und Film München. Und durch die Kooperation, die zwischen der TU und die HFF gibt, kann man auch als HFF-Studierende an Sprachkurse teilnehmen. Cool, danke.